Stell dir eine Welt vor, in der ein einziger Rechenfehler das Schicksal einer ganzen Mission verändern könnte. Ein Fehler, der darüber entscheidet, ob ein Astronaut sicher zur Erde zurückkehrt oder für immer im Dunkel des Universums verloren geht. Genau in dieser Welt arbeitete eine Frau, die mit nichts weiter als Papier, Bleistift und einem außergewöhnlichen mathematischen Verstand die Grenzen der Menschheit neu definierte. Heute reisen wir gemeinsam durch das Leben von Katherine Johnson, einer Frau, die hinter einigen der größten Erfolge der NASA stand und deren Fähigkeiten selbst modernste Computer ihrer Zeit in den Schatten stellten. Und bevor wir beginnen, wenn dich solche inspirierenden Lebensgeschichten faszinieren, dann unterstütze dieses Video gerne mit einem Like und abonniere den Kanal, um keine neuen Stories mehr zu verpassen. Katherines Weg begann 1918 im Bundesstaat West Virginia, in einer Zeit, in der afroamerikanische Mädchen kaum Chancen auf eine höhere Bildung hatten. Schon als kleines Kind entdeckte sie eine ungewöhnliche Verbindung zu Zahlen. Sie sah Muster, wo andere Chaos sahen, und löste komplexe Rechenaufgaben im Kopf, als wäre es ein Spiel. Ihre Lehrer waren so beeindruckt von ihrer außergewöhnlichen Begabung, dass sie immer wieder vor die schwierigsten Aufgaben stellten, doch sie löste alles mit einer Leichtigkeit, die selbst Erwachsene erstaunte. Mit nur 10 Jahren besuchte sie die Hicksschule, ein Alter, in dem die meisten Kinder gerade beginnen, Multiplikationstabellen zu lernen. Weil es in ihrer Heimatstadt keine weiterführenden Schulen für Afroamerikaner gab, zog ihre Familie jedes Schuljahr um, nur damit sie weiterlernen konnte. Diese Opfer prägten ihr Verständnis dafür, dass Bildung nicht selbstverständlich war, sondern ein Geschenk, das sie um jeden Preis nutzen wollte. Mit 15 begann sie ihr Mathematikstudium an der West Virginia State University. Dort erkannte Professor William Cleater sofort ihre außergewöhnliche Gabe und entwickelte spezielle Kurse nur für sie. Einer dieser Kurse, analytische Geometrie, sollte später zu ihrer Eintrittskarte in die NASA werden. Nichts an ihrem frühen Leben deutete darauf hin, dass sie eines Tages zu den wichtigsten Figuren der Weltraumgeschichte zählen würde, und doch führte jeder Schritt, jede Herausforderung und jede Stunde harter Arbeit genau dorthin. Ihr beruflicher Weg nahm eine entscheidende Wendung, als sie 1953 beim National Advisory Committee for Aeronautics begann, dem Vorläufer der NASA. Zunächst arbeitete sie in einer Gruppe afroamerikanischer Mathematikerinnen, die man schlicht Human Computers nannte. Diese Frauen führten Berechnungen aus, die für die Entwicklung neuer Flugtechnologien entscheidend waren. Doch schon bald fiel Katherine mit ihrem außergewöhnlichen Verständnis für physikalische Zusammenhänge auf. Sie lieferte nicht nur Ergebnisse, sie verstand sie, stellte Fragen, zeigte Zusammenhänge auf und arbeitete sich immer tiefer in die komplexe Welt der Flugbahnen ein. Diese Fähigkeit machte sie bald unentbehrlich. Als die USA begannen, bemannte Raumflüge vorzubereiten, wurde Katherine in die Abteilung für Flugtrajektorien versetzt. Dort hatte sie die Aufgabe, die exakten Startwinkel, die Aufstiegsbahnen und die vorgesehenen Landepunkte zu berechnen, millimetergenau, fehlerfrei, lebenswichtig. 1961 war sie maßgeblich an Alan Shepards historischem Raumflug beteiligt, dem ersten Amerikaner im All. Ihre Berechnungen sorgten dafür, dass seine Mission nicht nur möglich, sondern sicher war. Doch der Moment, in dem Katherine endgültig in die Geschichte einging, kam ein Jahr später. Als John Glenn der erste Amerikaner werden sollte, der die Erde umkreiste, sollten zum ersten Mal Computer die komplexen Umlaufbahnen berechnen. Glenn jedoch misstraute der neuen Technologie. Er sagte, wenn Katherine sagt, dass es stimmt, dann fliege ich. Die Computer lieferten Ergebnisse, doch Glenn wollte nur eines, dass Katherine sie per Hand überprüfte. Sie machte genau das und ihre Berechnungen stimmten. Die Mission gelang, und Glenn schrieb Geschichte. Doch im Hintergrund stand eine Frau, deren Name damals kaum jemand kannte. Während sie wissenschaftlich immer weiter stieg, erlebte sie privat sowohl Glück als auch schwere Zeiten. Mit ihrem ersten Ehemann James Goble bekam sie 3 Töchter. Die Familie unterstützte sie, doch James' Erkrankung machte die Jahre schwer. Als er verstarb, stand Katherine plötzlich allein da, Mutter, Wissenschaftlerin, Trauernde. Doch ihre Stärke zeigte sich erneut. Sie arbeitete weiter, hielt ihre Familie zusammen und ließ sich nicht von ihrem Weg abbringen. Später lernte sie James Johnson kennen, einen warmherzigen, unterstützenden Mann, der sie ermutigte, ihre Arbeit fortzusetzen.
Ihre Ehe wurde zu einer Partnerschaft voller Respekt und gegenseitiger Bewunderung. Während ihre Karriere voranschritt, wuchs auch die Bedeutung ihrer Arbeit. Für die NASA war sie längst mehr als nur eine Rechenexpertin. Sie war eine verlässliche Stimme, eine stille Sicherheit, jemand, auf dessen Genauigkeit man blind vertrauen konnte. Ihre Rolle bei der Apollo-11-Mission ist ein weiteres Beispiel dafür. Ohne ihre Berechnungen des sogenannten Rückkehrkorridors, dem extrem präzisen Pfad, durch den die Raumkapsel zur Erde zurückkehren musste, wäre die Mondlandung nicht zu dem triumphalen Erfolg geworden, den wir heute kennen. Dieser Korridor dürfte nicht zu steil sein, um ein Verglühen zu vermeiden, und nicht zu flach, um ein Abdriften ins Nichts zu verhindern. Catherine fand genau den richtigen Winkel. Auch nach Apollo blieb sie eine zentrale Figur. Sie trug zu den frühen Entwicklungen des Space Shuttle-Programms bei und half, Formeln und Modelle zu erstellen, die grundlegende Bausteine für moderne Raumfahrtsysteme wurden. Ihre Arbeit war nie laut, nie pompös, nie begleitet von großer medienwirksamer Anerkennung. Doch sie war unverzichtbar. Gleichzeitig gab es Schattenseiten, über die lange Zeit kaum gesprochen wurde. Catherine arbeitete in einer Zeit, in der Diskriminierung alltäglich war. Sie musste anfangs separate Toiletten benutzen, dürfte nicht an wichtigen Besprechungen teilnehmen und musste ihre eigenen Rechte im Team erst einfordern. Anstatt sich zu fügen, beschloss sie eines Tages einfach, an einem Meeting teilzunehmen und blieb. Denn sie wusste, ohne sie konnte die NASA viele ihrer Berechnungen nicht verstehen, geschweige denn überprüfen. Jahre vergingen, bevor man ihren wahren Wert offiziell anerkannte, und erst mit dem Buch und Film Hidden Figures wurde ihr Name einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Viele kritisieren bis heute, wie spät diese Anerkennung kam. Trotzdem blieb sie bescheiden, warmherzig und humorvoll. Wenige wissen, dass sie eine große Leidenschaft für Musik hatte und Klavier spielte, um nach langen Stunden des Rechnens zu entspannen. Sie liebte es, ihren Geist sowohl mit Zahlen als auch mit Melodien zu bewegen. Ihr Lebenswerk wurde schließlich mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. 2015 erhielt sie von Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom, eine der höchsten Auszeichnungen der USA. Schulen, Forschungsgebäude und sogar ein NASA-Rechenzentrum tragen heute ihren Namen. Ihr Einfluss reicht weit über die Wissenschaft hinaus. Sie wurde zu einem Symbol für Mut, Ausdauer und die Kraft des Wissens. Generationen von Frauen und Minderheiten sehen in ihr ein Vorbild, das zeigt, dass Grenzen überwunden werden können, egal wie hoch sie scheinen. Catherine Johnson starb am 24. Februar 2020 im Alter von 101 Jahren. Die NASA beschrieb sie als eine amerikanische Heldin, deren Vermächtnis wir nie vergessen werden. Und tatsächlich, ihr Beitrag zur Raumfahrt ist nicht nur wissenschaftlich, sondern zutiefst menschlich. Wenn man über ihr Leben nachdenkt, erkennt man, dass eine einzige Person, die mit Leidenschaft und Entschlossenheit ihren Weg geht, die Geschichte verändern kann. Und nun die Frage an dich: Was beeindruckt dich an Catherine Johnson am meisten, ihre Intelligenz, ihr Mut oder ihre unerschütterliche Entschlossenheit? Schreib es gerne in die Kommentare. Und wenn dir diese Geschichte gefallen hat, vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Damit unterstützt du unsere Arbeit enorm und hilfst uns, weiterhin inspirierende Lebensgeschichten zu erzählen.